Hallo Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch an diesem, wie man sieht, schönen Novembertag willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und so wie ihr im Titel lesen konntet, habe ich diesmal etwas Besonderes. Eine Masters of the Universe Figur von Mondo. 2015 erhielt Mondo die Lizenz von Mattel und hat bis jetzt 6 Figuren herausgebracht. Und nächstes Jahr werden ja weitere folgen. Bestätigt sind Hordak, Keldor und She-Ra, worauf ich mich persönlich auf jeden Fall schon mal sehr freue. 2018 war die, meine ich, Auslieferung damals, die Erstauslieferung, und begann mit He-Man. Die Figuren sind immer 30 cm groß, sprich also 1:6. Und wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, dort habe ich immer die reguläre Version vorgestellt. Dies ist nun meine erste Exklusivvariante und darauf freue ich mich extrem, denn bisher bin ich diesen immer nur hinterhergejagt. Diesmal hatte ich Glück und die Exklusivvarianten konntet ihr bisher immer nur direkt bei Mondo bestellen. Also kein Händler hier bei uns kann diese bestellen, möchte sie nicht bestellen oder hat sie lagernd. Damit ihr wisst, zu dem Versand kommt ja auch noch die Zollgebühr und ich zeige euch das einmal. Dies sind 41,13 €. So wisst ihr, was für Kosten auf euch zukommen. Die Figuren sind, meine ich, auf 500 Stück limitiert gewesen, zu einem Preis von 195 $. Offiziell kommen die Regulärvarianten Ende November zu einem Preis von 229 €. Und ich empfehle euch, wenn ihr Interesse habt, dann schaut euch bei den Plattformen um, bei den diversen Online-Händlern. Schlagt schnell zu, denn die Figuren sind immer schnell ausverkauft. Und wenn ihr eine Exklusivvariante wollt, habt ihr nur noch da die Chance, auf den Plattformen euch umzusehen. Die Preise beginnen dort aber ab 350 € aufwärts. Aber nicht verzagen, mit ein bisschen Glück findet ihr auch dort eine noch zu einem vernünftigen Preis. Ja Leute, ich öffne jetzt einmal die Box für euch und wir sehen sie uns einmal näher an. Ich freue mich mega. So, dann machen wir mal das gute Stück auf. Wie ihr seht, ja, das ist die Außenverpackung, mit der diese immer ausgeliefert werden. Und hier seht ihr schon die Itemnummer und der Hinweis mit der Figur, die drin ist, die Größe und hier die Exklusivvariante. Einmal vorsichtig öffnen. Ihr habt Gott sei Dank oben immer eine Sicherheitspappe. Schön eingepackt in Folie. So, Freunde, und hier seht ihr einmal die Box von außen. Die Kämpfer auf der Seite des Guten kommen in diesem Artwork, das an Castle Grayskull gehalten ist. Und die Kämpfer des Bösen, die haben immer das Artwork mit Snake Mountain. Die Farben sind hier schön gehalten und ihr seht, alles erinnert an Castle Grayskull. Die Außenhülle nehmen wir nun einmal ab und ihr seht, Man at Arms kommt in dem bekannten Kreuz in grellem Orange gehalten und hier der Hinweis auf die Exklusivvariante. Und auf der Rückseite haben wir immer ein knallig buntes Artwork. Hier Man at Arms
im Kampf, oder der Kampf ist eher gesagt vorbei. Hier hat er einen Horde Trooper besiegt. Ihr seht im Hintergrund die Windrider und einen Roton. Also hier bekommt ihr schon bei der Auslieferung immer eine schöne Box mitgeliefert. Die Boxen sind über 3 Magnete an den Seiten verschlossen. Diese könnt ihr auseinanderklappen, aufmachen und wir sehen den Inhalt. Hier wie immer das Artwork auf der Seite. Hier nochmal eine kleine Biografie. Der Hinweis auf Man at Arms, dem Heroic Master of Weapons. Ja, das wissen wir. In der Fensterbox sehen wir schon, was uns erwartet. Und guckt euch das an. Richtig, richtig, richtig geil. Holen wir Man at Arms einmal da raus. Wenn ihr den Verschluss immer aufmacht beim ersten Mal, ist das relativ fest. Passt auf, dass ihr nicht zu feste dran zieht, um nichts abzureißen. So. So sieht das Ganze schon mal von oben aus. Einmal drehen. So Leute, da seht ihr Man at Arms, wie er in der Verpackung ist. Ihr habt hier immer 3 Lagen an Plastik, eine Schutzlage über Man at Arms und dem Zubehör und darunter kommt noch eine Lage. Ich zeige euch das. Und da ist Man at Arms. Und ihr seht, es ist einfach fantastisch. Ja, immer wenn ich die Figuren auspacke, ich freue mich extrem. Und darunter ist noch eine Lage. Es sind sogar 4 Lagen. Ja, hier seht ihr das nochmal. Hier ist natürlich auch noch eine Schutzlage. So Leute, ich ändere jetzt einmal die Kameraperspektive, so wie ihr es aus meinen anderen Videos kennt. Das kommt euch auch zugute. So könnt ihr alles nochmal besser sehen. Alright Leute, wie ihr gerade gesehen habt, hier noch einmal Man at Arms in der Exklusivvariante. Das Zubehör hat sich jetzt ein bisschen selbst ausgepackt. So sollte es eigentlich nicht sein, aber gut. Er fühlt sich jetzt schon einfach super an. Wir gehen auch einmal hier zum Zubehör. Unglaublich. Was ein Trumm. Also wie ihr seht, haben wir hier schon einiges an Zubehör und es fühlt sich auch hier schon wieder alles genial an. Also Leute, hier sehen wir Man at Arms dann aus der Packung. Jedes Mal, wenn ich die Mondo-Figuren auspacke, habe ich euch ja gesagt, bin ich begeistert und auch hier wieder ist es einfach genial. Ich messe ihn einmal und es sind 30 cm, wie zu erwarten, eine Schulterbreite von durch seine Rüstung von 11,5 cm. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr, ich wiege die Figur immer und wir haben hier, wow, wir haben hier ein Gewicht von 657 Gramm, Leute. Da wisst ihr wieder, da bekommt ihr Gewicht fürs Geld. Man at Arms kommt hier in den Farben, die wir kennen. Ja, das ist dieses Grün und die Rüstung ist natürlich orange. Hier ist das Grün aber tatsächlich ein dunkleres Grün
und nicht so ein Grün, wie wir es aus der Vintage-Serie her kennen. Die Figuren von Mondo sind immer sehr erwachsen gehalten. Mondo bringt hier auch seine eigene Interpretation mit rein. Und der Detailgrad ist auch hier einfach wieder fantastisch. Wir sehen uns einmal erst die Bemalung an. Wie gesagt, es ist hier ein sehr dunkles Grün. Wir sehen hier schwarze Streifen, schwarze Stippen, die in der Bemalung sind, die mitbemalt sind. Die Rüstung haut mich jetzt wirklich um. Wie gesagt, ist der Detailgrad top. Guckt euch den Schutz an, den Schienbeinschutz. Er ist massiv, er ist fest und die Bemalung mit diesem abgenutzten Design, mit der abgenutzten Bemalung ist top gelungen. Also live, Leute, sieht das nochmal viel cooler aus. Seht euch die Schuhe einmal an, die Stiefel. Das hier ist schön Stoff, so wie wir es auch bei He-Man gesehen haben. Und auch hier sind die Details, die Schnallen des Stiefels gut zu erkennen. Und auch seine Bekleidung ist hier aus so Lederimitat gehalten. Ihr erkennt die einzelnen Nieten und sein kleines Röckchen. Könnt ihr auch hier super erkennen. Ist wirklich super gemacht. Ihr seht hier diese abgeschnittene Gestaltung. Und Leute, seht euch mal den Gürtel an. Der ist, meine Güte, der ist wirklich komplett ein massives Stück. Sein Handgelenksschutz ist auch super. Hier seht ihr auch die einzelnen Abschürfungen in Messing gehalten, also in Messingoptik. Auch das Blau ist super, aber seine Rüstung ist wirklich der Hammer. Wir erkennen jedes einzelne Detail. Und das ist mal, wie ich gesagt habe, eine Erwachseneninterpretation, die cooler gar nicht geht. Sein Handschutz, auch hier der Unterarmschutz, auch hier, wie gesagt, die ganze Rüstung in diesem Used Look. Und das ist ein festes Plastikteil. Wir sehen uns das Gesicht an. Hier ist es Man at Arms und ihr wisst, er heißt ja Duncan mit Schnurrbart, so wie wir es aus der Zeichentrickserie her kennen. Der Vintage Man at Arms als Beispiel, der hat ja keinen Schnurrbart. Und ich finde, dieser Man at Arms erinnert ein wenig an den Film von 1987, an diesen Man at Arms. Nur dass dieser hier natürlich noch sehr viel strenger guckt, sehr viel grimmiger reinschaut. Ihr seht die einzelnen Falten im Gesicht und auch die Augen sind hier einzeln zu erkennen. Und zwar haben wir hier blaue Augen. Auch schön, seht euch mal an, Man at Arms, wahrscheinlich von den Kämpfen, hat hier eine Narbe, genauso wie es auch auf dieser Seite der Fall ist. Und von vorne könnte man meinen, er hat einen Zopf. Nein, ihr seht, hat er hier nicht. Wenn ihr sie auspackt, beim ersten Mal sind sie immer wirklich fest. Das heißt, das zeige ich euch jetzt natürlich einmal, so wie wir es sonst auch immer machen. Und zwar die Beweglichkeit. Ihr könnt das Fußgelenk 360 Grad drehen und das ist wirklich fest. Den Unterschenkel könnt ihr drehen, einmal 360 Grad. Natürlich sind die Beine von hinten bis hier vorne auch bewegbar. Ihr könnt hier den Unterschenkel, das Bein flexen und dort merkt ihr auch, das sitzt wirklich fest, so wie es sein soll. Hier labbert nichts rum, so wie es sein soll. Ihr könnt den Torso bewegen. Ihr könnt die Schulter heben, runter, von hinten nach vorne. Ihr könnt die Handgelenke drehen. Ihr könnt den Bizeps flexen. Ich mache hier alles ein wenig langsamer, damit ihr das auch alles sehen könnt. Und auch hier, dies sitzt bei allen Figuren auch immer fest.
Und ihr könnt natürlich seinen Kopf einmal in der Runde drehen. Die Mondo-Figuren haben immer 30 Bewegungspunkte. Also hier habt ihr bei der Gestaltung der Posen später wirklich eine Menge an Variationsmöglichkeiten. Und auch hier, die Figuren haben immer einen super Stand. Also wenn ich sie bei mir ins Regal stelle, bis jetzt ist noch keine von Geisterhand hingefallen. Der Torso müsste eigentlich abnehmbar sein, aber ich mache das jetzt nicht gerne, verzeiht mir das. Denn auch wenn ich bis jetzt so gut wie alle Figuren habe, ist man natürlich trotz dessen ein bisschen vorsichtiger. Dennoch sage ich euch, ihr müsst es mit der Vorsichtigkeit auch nicht übertreiben, denn die halten schon was aus. An der linken Seite sein Schulterschutz. Wir haben hier eine Kugel. Ich weiß jetzt nicht. Boah. Also die Kugel habe ich jetzt nicht abgekriegt, aber ihr seht es hier an der Rüstung, ist so ein Pin und da könnt ihr dieses Teil abnehmen. Dieses ist hartes Plastik, aber leicht gummihaft. Anders jetzt als es die Rüstung ist oder der Schienbeinschutz. Oben kann es wieder dran geklemmt werden und das sitzt wieder fest. Lasst uns das Zubehör einmal ansehen. Wir haben nun das Zubehör vor uns liegen und wie ich immer sage, wenn ihr eine Figur in dieser Preiskategorie kauft, erwarte ich als Sammler auch gewisse Beilagen, gewisse Gimmicks, Zubehör und guckt euch mal an, was hier an Zubehör beiliegt. Ist ja wohl der Hammer. Ich zeige euch einmal den Unterschied zur regulären Version. Das ist der Schlangenkopf, Man at Arms Schlangenkopf. Wir kennen es aus der Classic-Serie schon und der ist wirklich der Oberknaller. Und was die Bemalung, die Details angeht, ihr erkennt hier wirklich alles. Guckt euch einmal die Zähne an. Wir können in den Rachen sehen und das ist mehr als top gestaltet. Genauso wie der Detailgrad des Helmes. Die Bemalung ist hier einfach top. Und die andere Exklusivmitgabe ist Orko. Auch das ein lustiges Inventar, ein lustiges Zubehörteil. Orko hier in einer Vase und sein Blick verrät, ich würde sagen, er ist jetzt nicht sonderlich begeistert darüber, dass er dort drin ist. Und ihr wisst, dass Orko immer viel Schabernack treibt und auch in den deutschen Hörspielen sowie auch in der Vintage-Serie oft Man at Arms den letzten Nerv klaut. Und auch hier seht ihr bemalungstechnisch schön gemacht. Erinnert hier natürlich auch mehr an die Filmation Zeichentrickserie als an die Vintage-Variante. Das zu den Exclusive-Dingen, die dort bei sind. Und selbst wenn ihr dann nicht die Exclusive-Variante habt und nur die regulär in Anführungszeichen kauft, seht euch das an. Das ist alles dabei und das ist wirklich eine Menge. Ihr bekommt zu jeder Mondo-Figur immer diesen Ständer dabei, dass die Figur auch einfach top sitzt, und habt hier noch einen Auszug, um sie dann auch wirklich besser zu halten und sie auszurichten. Es kommen dazu 3 Paar Hände. Wir haben hier so eine Hand mit Abzugsfinger, dann eine wegweisende, dann haben wir hier 2 geschlossene Hände, damit was zu halten ist, und hier eine geschlossene, die auch verbaut ist bei Auslieferung,
Und wir haben noch diese Version. Damit würde ich sagen, zeigt er, wo es lang geht. Also so eine hatten wir auch noch nicht bei den Mondo-Figuren. Er kommt mit einem extra Kopf, mit einem, wo der Helm schon drauf sitzt. Auch ist der Gesichtsausdruck wirklich gut getroffen. Die Bemalung ist hier super. Und wir vergleichen es mal mit dem Kopf, der dran ist. Es ist eine andere Ausdrucksweise. Die Bemalung ist hier, wie gesagt, super getroffen. Auch der Helm wieder, wie gerade schon, super designt. Wir haben hier einen extra Helm, ohne Kopf oder sonstiges, nur der Helm. Auch hier ist die Bemalung wieder super getroffen. Das Zubehör probieren wir natürlich gleich einmal. Dann haben wir eine Schutzbrille mit Gummiband. Auch das wirklich sehr schön. Man at Arms ist ja immer viel am Bauen, am Frimmeln und braucht natürlich Schutz beim Schweißen für seine Augen. Wir haben hier einen Armschutz für seine rechte Seite, für seinen rechten Arm. Auch das schön designt, schön gestaltet, auch mit Gummiband. Und das ist auch härteres Plastik. Wir haben hier ein Lasergewehr und das kennen wir ja schon von den anderen Figuren. Bei He-Man müsste es dabei gewesen sein. Und auch hier ist der Detailgrad super. Wir erkennen alles. Ist ein hartes Plastikstück in Used-Optik, leichter Used-Optik. Auch das ist wirklich, lässt sich super anfassen. Wir haben hier ein kleines Schwert und auch hier sind die Details einfach super. Die Klinge ist hier schön gestaltet. Wir haben hier Kerben und auch das Stahl ist schön nachempfunden, so dass es an ein echtes Schwert erinnert. Auch sind die Messingbeschläge hier gut gelungen, wie ihr seht. Und auch der Griff ummantelt in Lederoptik. Wir haben hier eine kleine Laserpistole, ein Laserblaster in der gleichen Optik wie natürlich das Lasergewehr. Auch hier ist der Detailgrad gut zu erkennen, auch ein festes Plastikstück. Und hier möchte ich noch mal zu sagen, erinnert an die Waffe von Webstore aus der Vintage-Serie. Wir haben zur Waffe einen Holster, auch in der Rüstungsqualität, also fest und auch in der gleichen Optik, in der Gebrauchtoptik, und die Bemalung ist auch hier top getroffen. Und schaut mal, sogar mit Schnallen in Messing. Das ist doch mal was Feines. Und hier ist doch mal ein riesiges Schild. Auch hier ist die Bemalung top. Ein festes Teil und der Griff sitzt hier fest. Nicht wie es bei He-Man der Fall war. Dort war er ein Stück. Aber hier wirklich auch einmalig. Top-Bemalung, super designt. Ja, und jetzt, das ist der Hammer. Guckt euch mal die Keule an. Das ist der Oberhammer. Ja, wenn man damit getroffen wird, ja, dann ist alles zu Ende. Und das Ding ist wirklich massiv und richtig schwer. Und das sind 85 Gramm. Schwerer als so manche Figur. Und auch der Detailgrad ist hier super. Die Bemalung ist hier super. Auch hier irgendwelche Schläuche. Und wir haben hier auch, also erinnert an seinen Lendenschurz, das gleiche Design mit den Nieten. Also Mondo, hier habt ihr alles richtig gemacht. Also erfreut mich als Sammler wirklich sehr, was hier geboten wird. Die Frage ist schon aufgekommen, ob der Gürtel abnehmbar ist. Also so kann ich ihn nicht abnehmen. Da ist ja keine Schnalle oder sonstiges, nur angezeigt. Ihr könnt ja den Torso abnehmen. Also ihr könnt ihn abnehmen, ich persönlich mache es jetzt aber nicht. Und dann wird auch der Gürtel abgehen. Ich setze ihm jetzt den Helm auf. Und sehr schön. Passt auf Anhieb. Und so können wir auch einen Vergleich einmal starten. Und dann sehen wir das nochmal, dass der Ausdruck ein anderer ist. Wir haben hier eine sehr viel stärkere Kinnfalte. Hier ist es mehr ein Punkt. Also auch das macht, wenn ihr Köpfe dabei habt, bei der Posengestaltung den Unterschied. Ich nehme jetzt einmal den Kopf ab. Oh, das war ja easy.
einmal den neuen Kopf dran. Das ist nicht so easy. Also hier müsst ihr auch immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen gefruckelt. So, Kopf ist dran und ihr seht, wir haben einen komplett neuen Ausdruck. Sieht top aus. Kopf einmal runter, denn wir haben ja noch den Schlangenkopf und auch der Sitz. Und guckt euch das mal an, Leute, das ist mal gefährlich. Auch montiere ich seinen Oberarmschutz und auch das passt super. Sieht zudem auch top aus. Den Schlangenkopf lassen wir auf jeden Fall mal dran. Wahrscheinlich werde ich ihn auch so ins Regal stellen. Wir setzen jetzt auch mal Duncan einmal die Brille auf, nur um einmal zu sehen. Ja, auch cool. Duncan, wenn er am Arbeiten ist. Und das sieht auch super aus und das passt auch sehr gut. Montieren wir seinen Holster. Und hier müssen wir auch, wie in echt, einmal die Länge verstellen, damit wir es gleich um das Bein kriegen. So Leute, da bin ich wieder, sage und schreibe 15 Minuten habe ich jetzt gebraucht, um den Holster dran zu machen, da ihr ja über die Riemen verstellen müsst. Also frimmelt es gar nicht erst am Bein dran, sondern stellt euch eine Größe ein, probiert ein bisschen und versucht das Bein so durchzuziehen. Es ist doch wesentlich einfacher. Gut, dran ist es, sitzt auch fest. Er hat ja jetzt hier eine offene Hand. Wir stecken ihm einmal die Waffe rein und die sitzt richtig cool drin und auch im Holster fest drin. Die Mega-Keule müssen wir mal gucken, was die passende Hand dazu ist. Ich habe euch ja auch schon bei den anderen Figuren gesagt, habt keine Angst. Man at Arms hat relativ dicke Finger, also die Hand passt hier in dem Fall sehr gut. Und dann immer einmal dran stecken. Wir sehen uns das auch einmal hier an mit der passenden Hand. Und auch da braucht ihr keine Angst haben. Das ist auch super. Man at Arms hat bis jetzt von allen Figuren die dicksten Finger. Bei Skeletor sind sie ein bisschen filigraner und bei den anderen. Und wir haben ja noch das Schwert. Und das, wie ihr seht, könnt ihr auch von oben reinstecken. Das könnt ihr versuchen. Oder so wie ich immer sage, von der Seite. Und auch das sitzt bombenfest. An den Händen braucht ihr nur ziehen. Ihr hört es schon mit dem Klackgeräusch. Geht ab. Die Handgelenksschützer, Schutz geht wie bei allen Figuren auch easy ab. Das braucht ihr nur dran stecken. Und die neuen Hände, ihr habt es gehört, mit einem leichten Klack sind dran. Ich stelle euch jetzt ein paar Posen, die ihr genießen könnt. Und bis gleich. So, Freunde, da konntet ihr ein paar Posen genießen. Anzumerken ist noch, wir haben hinten einen Haken und diese Vorrichtung, den Holster, die Schwertscheide, wie auch immer. Dort könnt ihr auf jeden Fall das Schwert einfügen und an diesem Haken die Keule oder auch das Schild. Das war ein Bericht zu Mondos Man at Arms hier in der Exklusivvariante und heute im Extended Cut. Ich bin von der Figur mega begeistert und ich hoffe, ihr seid es auch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Was haltet ihr von den Mondo-Figuren? Bleibt weiter auf dem Laufenden, dazu müsst ihr meinen Kanal abonnieren, denn ihr wisst, hier ist immer was los und demnächst noch mehr. Und bis dahin, Freunde, let's collect!